Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Okay, let's keep going. Machen wir weiter. So the body that you will have will be perfect, but it will be very different, just like the seed to the tree or the seed to the fruit. Der Leib, den du bekommen wirst, wird perfekt sein, aber er wird ganz anders sein, so wie der Same zum Baum oder der Same zur Frucht. Now let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. Paul tells the Corinthians in his second letter Paulus sagt den Korinthern in seinem zweiten Brief, that we from now on do not recognize anybody according to the flesh. dass wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch anerkennen. And then he says something that is so beautiful, mysteriously, and yet so incredibly clear. Danach sagt er etwas, das so schön, geheimnisvoll und doch so unglaublich klar ist. He says, even though we recognize Jesus in the flesh, Er sagt, obwohl wir Jesus im Fleisch erkannt haben, we now recognize him this no longer. erkennen wir ihn jetzt nicht mehr. May I suggest to you Darf ich dir nahelegen, that the reason why the two disciples on the road to Emmaus dass der Grund, warum die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus did not recognize Jesus walking with them Jesus, der mit ihnen ging, nicht erkannten, was simply because while he walked on earth, they only recognized him in the flesh. einfach darin lag, dass sie ihn, während er auf der Erde wandelte, nur im Fleisch erkannten, In the natural. im Natürlichen. Now, remember what Paul is saying here. Denke daran, was Paulus hier sagt. The resurrected body is as different as the tree is from the seed. Der auferstandene Leib ist so verschieden wie der Baum vom Samen. So when Jesus died and was resurrected, Als Jesus starb und auferweckt wurde, I also believe that his body was so radically different than to his old body. glaube ich auch, dass sein Leib sich so radikal von seinem alten Leib unterschied. So naturally speaking, of course the disciples couldn't recognize him. Natürlich gesprochen, konnten die Jünger ihn natürlich nicht erkennen. I understand that. You can't blame them for this. Ich verstehe, dass man ihnen dafür keinen Vorwurf machen kann. What you can blame them for is Was man ihnen vorwerfen kann, ist, that for all those years, they never even recognized him in the spirit. They only recognized him in the flesh. dass sie ihn in all den Jahren nicht einmal im Geist erkannt haben, sondern nur im Fleisch. I believe if they would have recognized him in the spirit, even his physical body changed, they would have recognized him. Ich glaube, wenn sie ihn im Geist erkannt hätten, hätten sie ihn auch erkannt, nachdem sich sein physischer Leib verändert hätte. See, in heaven, you don't recognize people because you remember what they looked like. Im Himmel erkennst du die Menschen nicht, weil du dich daran erinnerst, wie sie aussahen. You recognize them in the spirit. Du erkennst sie im Geist. And Paul is saying this. Paulus sagt, He said, everybody gets its own new body dass jedes Samenkorn einen eigenen neuen Leib bekommt and becomes the plant he designed it to be. und zu der Pflanze wird, zu der er es bestimmt hat. And now Paul is giving me a very simple natural argument which he does so often. Nun führt Paulus ein ganz einfaches, natürliches Argument an, wie er es sehr oft tut. Paul likes to speak in a natural way to naturally minded people. Paulus spricht gerne auf natürliche Weise zu natürlich denkenden Menschen. All flesh is not identical. Animals have one flesh and human beings have another. Vers 39. Nicht alles Fleisch ist gleich, die Tiere haben ein Fleisch und die Menschen ein anderes. Birds have their distinct flesh and fish another. Vögel haben ihr spezielles Fleisch und die Fische ein anderes. So Paul is saying, why do you think naturally about the resurrection? There's nothing natural about it. Paulus sagt also, warum denkt ihr so natürlich über die Auferstehung nach? Es gibt nichts Natürliches daran. It is a completely different thing. Es ist etwas ganz anderes. Just like animals and human beings and birds and fish, they all have a different flesh. Genauso wie Tiere und Menschen und Vögel und Fische, sie alle haben ein unterschiedliches Fleisch. Then he says, in the same way, there were earthly bodies and heavenly bodies. Dann sagt er, Vers 40, genauso gibt es irdische Körper und himmlische Körper. There is a splendor of the celestial body and a different one for the earthly. Es gibt einen Glanz für den himmlischen Leib und einen anderen für den irdischen. Even in the bodies that are in the sky, they're all different. Sogar die Körper, die im Himmel sind unterschiedlich. And Paul is talking this in the next verse. He says the sun is different from the moon and the stars, they are all different.
yet they all have bodies. Darüber spricht Paulus im nächsten Vers. Er sagt im Vers 41, es gibt den Glanz der Sonne und einen unterschiedlichen Glanz für den Mond und für die Sterne. And Paul says even the stars shine differently. Selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrem Leuchten. When I was a child, I was fascinated with the stars in the sky. Als ich ein Kind war, war ich von den Sternen am Himmel fasziniert. In fact, I still am. Das bin ich auch heute noch. When I was a child, I would stare into the starry sky for hours, Als Kind starrte ich stundenlang in den Sternenhimmel watching all the different stars. und beobachtete all die verschiedenen Sterne. And Paul is saying, just like everybody is different, Paulus sagt, so wie jeder Mensch anders ist, that's how it will be at the resurrection from the dead. so wird es auch bei der Auferstehung von den Toten sein. That's what he says in verse 42. Das sagt er in Vers 42. So that means all the resurrected beings, animals, human beings, they all will have a new glorified body. Das heißt, dass alle auferweckten Wesen, Tiere und Menschen einen neuen verherrlichten Leib haben werden. Reinhard, do you believe there will be animals in heaven? Reinhard, glaubst du, dass es im Himmel Tiere geben wird? Of course I believe that. Natürlich glaube ich das. I tell you what, here for me is evidence enough that there will be animals in heaven. Für mich ist es eindeutig genug, dass es Tiere im Himmel geben wird. God didn't create anything temporary. God is eternal and he only creates things for eternity. Gott hat nichts Vorübergehendes erschaffen. Gott ist ewig und er erschafft nur Dinge für die Ewigkeit. It is through sin that everything has been made corrupt. Durch die Sünde ist alles vergänglich gemacht worden. But I believe that through the redemption of Jesus, everything will be resurrected. Aber ich glaube, dass durch die Erlösung Jesu alles wieder zum Leben erweckt werden wird. So the animals, they will have a new eternal body with which they will live eternally. So werden die Tiere einen neuen, ewigen Leib haben, mit dem sie ewig leben werden. You know, the Bible says death came into this world through sin. Die Bibel sagt, dass der Tod durch die Sünde in die Welt kam. God never created anything or anyone to die. Gott hat nichts und niemanden zum Sterben geschaffen. He didn't create the animals so they would die. Er hat die Tiere nicht erschaffen, damit sie sterben, But death came through sin. aber der Tod kam durch die Sünde. And I believe that sin has not only affected humans, it affected the whole world. Ich glaube, dass die Sünde nicht nur die Menschen betroffen hat, sondern die ganze Welt. It affected the planet Earth with all its creatures. Sie hat Auswirkungen auf den Planeten Erde und alle seine Geschöpfe. So they will all have a new glorified body when Jesus comes back at the second coming. Deshalb werden sie alle einen neuen verherrlichten Leib erhalten, wenn Jesus bei seinem zweiten Kommen erscheint. And tomorrow we'll continue. Morgen machen wir weiter.